Man muss auch irgendwann mal einen Punkt oder einen Zeitpunkt im Leben haben, wo man sagt, who am I, wer bin ich überhaupt? Als Fußgängerin habe ich mich nie fotografieren lassen, weil ich immer dachte, meine Nase ist zu groß. Ich fand jedes Bild hässlich. Bis ich gelernt habe, es ist völliger Bullshit. Man sieht sich so schön, wie man sich fühlt. Das hat nur funktioniert, weil ich es akzeptiert habe, dass ich Hilfe brauche. Die setze ich mir einfach über das Fingergelenk am Zeigefinger. Und so habe ich meine beiden Zeigefinger halt geschient und bin absolut in der Lage, schnell mit 2-Finger-Suchsystem Artikeltexte oder irgendwas halt aufzuschreiben. Je wütender ich werde oder desto mehr ich mit dieser Situation hader, desto schlimmer wird's. Und deshalb ist das Thema Mode rund um Behinderung eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil viele, viele Menschen davon profitieren werden, die eigentlich gar nicht in diesen Bereich gehören. Der Unfall war ein sehr einschneidendes Erlebnis, wo ich auch sage, ich bin einmal durch die Hölle gegangen und zurück. Und das sage ich auch vielen Menschen, die frisch verletzt sind oder die halt in so einer ähnlichen Situation sind. Ich so, ihr müsst anfangen und ihr müsst einfach akzeptieren und es auch einfach mal verinnerlichen. Ihr tut das für keinen anderen, ihr tut das für euch. Wenn eine Tür zugeht, geht die nächste Tür auf, ob man laufen kann oder nicht laufen kann. Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist Janina Urusova und das Projekt Ein Mond lang in deinen Mokassin. In den Zeiten der Corona-Krise erzählen uns Menschen mit Behinderung über ihre Strategien im Umgang mit Existenzangst und Isolation, Unsicherheit und Selbstbestimmung, menschliche Nähe und Isolation. Sie erzählen, wie sie es lernten, die neue Realität zu akzeptieren und sich neu auszurichten. Heute ist mit uns Nina Wortmann. Nina, guten Tag. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Nina ist eine Hausfrau, eine Mutter und eines der bekanntesten deutschen Rollstuhlmodels. Sie ist Aktivistin für Barrierefreiheit in der Beziehung zwischen den Menschen. Nina hatte eine Ausbildung zur Forstwirtschaftin gemacht und zur Ergotherapeutin. Ein Hochzeitskleid hing in der Garderobe und es sollte zur Kirche gehen. Nina, was ist denn passiert damals vor 17 Jahren, wo dein Leben sich komplett veränderte? Ich habe 2003 einen Autounfall gehabt mit meiner kleinen Tochter, die damals 2,5 Jahre alt war. Ich bin ungebremst vor 2 Bäume gefahren. Also ich kann mich auch an den Unfallhergang überhaupt nicht erinnern. Es sind halt Gefühle vorhanden, aber von halt Beengung. An das nächste, was ich mich erinnern kann, ist halt, ich bin im Krankenhaus aufgewacht und konnte halt nur noch meinen Kopf bewegen und man hat mir halt gesagt, ja, Sie sind querschnittsgelähmt vom 5., also ab dem 5. bis zum 6. Halswirbel. Das war mir da eigentlich gar nicht so bewusst, was das für Ausmaße hat, aber das habe ich sehr schnell gemerkt, da ich meinen Körper bis dato nicht mehr gespürt habe und nur minimal halt diese Kopfbewegung machen konnte. Der erste Gedanke ging, wo ist meine Tochter, was ist mit Scarlett passiert? Und man hat mir gesagt, ja, der ist gar nichts passiert. Der geht's gut, die hat ein paar Schrammen und eine kleine Prellung am Fuß und das wäre es gewesen. Und das habe ich aber einfach irgendwie nicht geglaubt. Und da war eigentlich der schlimmste, oder das war der schlimmste Zeitraum in meinem Leben. Ich habe 2 Wochen, wo ich auf der Intensivstation lag, geglaubt, dass ich mein eigenes Kind umgebracht habe. Und wenn man sowas einmal spürt, so eine Leere in sich drin, einfach gar keine Zukunftsperspektiven mehr zu haben, war das für mich einfach, ich will nicht mehr leben. Also ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, wie kann ich mich, wenn ich im Rollstuhl sitze, umbringen. Ich will so nicht leben. Nicht mit dieser Bürde auf der Schulter. Also ich wusste auch nicht, wie ich damit umgehen sollte. Bis nach ungefähr 2,5 Wochen auf einmal mein Mann sagte, also damals noch mein Freund, ich komme am Wochenende mit Scarlett vorbei. Ich so, wie, du kommst mit Scarlett vorbei? Ja, ja, du wirst schon sehen, dass ich mit ihr komme. Ja, und dann auf einmal stand er mit ihr vor der Tür. Ich habe mir dieses kleine Wunder angeguckt und habe gedacht, danke Schicksal, danke, danke. Sie ist da, sie lebt und ab da war das wie ein Schalter in meinem Kopf. Es hat Klick gemacht und ich habe mir einfach gesagt, so Nina,
du hast diesen Bockmist gebaut, da musst du jetzt durch, du bist Mutti, du bist, du bist einfach Nina und du musst jetzt kämpfen, du musst das Beste aus der Situation rausholen. Und ab da habe ich angefangen zu trainieren. Ich habe sämtliche Schmerzmittel absetzen lassen und habe einfach jeden Tag, ich habe kein Fernsehen geguckt, die 4 Monate, die ich im Krankenhaus war. Ich habe mich voll und ganz auf meine Reha konzentriert. Und ja, das hat auch wirklich gefruchtet, weil ich konnte nach und nach immer mehr bewegen. Also ich habe halt das Glück gehabt, dass bei mir halt mehrere Nervenbahnen im Rückenmark halt noch intakt sind. Und ja, und dann bin ich nach 4,5 Monaten nach Hause gekommen, saß dann da zu Hause in unserer Wohnung und dachte so, was ist jetzt? Du kannst zwar von dem einen bis in den anderen Raum rollen, aber mehr kannst du nicht machen. Ich konnte gerade eben mit der Kraft meiner Hände eine Türklinke runterdrücken. Und das war schon wirklich körperliche Höchstleistung, weil man kann sich das gar nicht vorstellen, dass wenn man nur die Hälfte der Armmuskulatur hat oder geschweige seine Finger nicht mehr bewegen kann. Dadurch, dass mein Querschnitt so hoch ist, bin ich nicht in der Lage, jeden einzelnen Finger zu bewegen. Ich kann halt nur über die Funktionshand greifen, indem ich das Handgelenk locker lasse und dann das Handgelenk hochziehe und so schließen sich die Finger. Das trainiert man in der Reha. Das klappt auch sehr gut. Wenn man dran bleibt, lernt man halt auch Becher zu greifen oder man lernt auch wieder zu schreiben, auch wenn man den Stift anders in die Hand nimmt zum Schreiben, indem man halt mit der Funktionshand schreibt. Also ich habe viele Tricks gelernt, aber der beste Therapeut halt war meine Tochter. Dadurch, dass die noch so klein war und halt auch viel Aufmerksamkeit wollte und hier spielen und da spielen, war ich ja mehr oder weniger in Anführungsstrichen ja auch gezwungen, mich zu bewegen. Ich wollte mich ja auch bewegen. Ja, und so habe ich halt angefangen, immer mehr mit der Kleinen alleine zu sein und halt auch diese Verantwortung wieder zu übernehmen, eigenständig, alleine mit seinem Leben klarzukommen und dann auch noch für sein Kind da zu sein. Es hat gut geklappt und dann habe ich halt auch angefangen, mich mehr mit Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, weil mir gar nicht bis dato klar war, was macht überhaupt ein behinderter Mensch den ganzen Tag? Ja, und dann kam es, dass ich das erste Mal in meinem Leben Internet bekommen habe mit 23, noch mit Modem, aber es hat funktioniert. Und ich habe halt angefangen zu recherchieren und habe halt gesehen, viele Menschen mit Behinderung machen Sport, schreiben Bücher, aber irgendwie so Kunst und so war mir gar nicht erst bewusst, bis ich halt 2004, das war ein Jahr nach meinem Unfall, auf den Model Contest für Frauen im Rollstuhl hier in Deutschland gestoßen bin. Das war auch weltweit der erste. Und habe halt daran teilgenommen und bin von 250 Frauen unter die ersten 10 gekommen und es hat mir halt noch einen ganz anderen Anschwung gegeben. Nina, ich wollte dich noch ein bisschen zurückholen in die Zeit, wo du im Krankenhaus warst. War das die einzige, ich kann mir vorstellen, dass diese Situation, wo das alte Leben, so wie es war, nicht mehr möglich ist und du verstehst das plötzlich, musstest du wirklich so mit sehr unangenehmen Zuständen zurechtkommen, vielleicht mit Wut oder mit der Situation, dass du kraftlos warst. In diesen Situationen, wer oder was hat dich aufgepäppelt und dir geholfen? Also als erstes ist es ja so, wenn jemandem so ein Unfall passiert, dass man so ein einschneidendes Erlebnis erlebt, wird man von Anfang an psychologisch betreut. Die Psychologin ist auch nach dem Unfall zu mir hingekommen und wir haben 2 sehr offene Gespräche geführt über was ist jetzt? Und da ist mir ganz schnell bewusst geworden, ich brauche keine Hilfe von außen, weil ich bin ein Segen so gestrickt oder habe einfach das Glück, dass ich psychisch sehr stabil bin. Und einfach deshalb sage ich habe den Rollstuhl unterm Hintern, aber ich habe den Rollstuhl nicht im Kopf, wie viele Menschen halt
psychisch krank sind durch Depressionen, Angstzuständen. Und diesen Part habe ich ja kennengelernt. Diese 2 Wochen, die ich auf der Intensivstation lag, war ich einfach so depressiv. Ich weiß gar nicht, wie man das auch noch anders ausdrücken kann. Und weiß deshalb, dass eine körperliche Einschränkung nicht das Schlimmste im Leben ist. Zwar ist meine sehr groß und sehr hoch, aber ich habe einen sehr freien Kopf. Ich kann lachen, ich kann reisen. Also bis dato konnte ich noch reisen, bevor der Covid-19-Virus kam. Und bin frei, weil diese ganzen anderen Sachen, die auf mich eingeprasselt sind, waren ja, ich wurde in den Rollstuhl gesetzt und konnte ihn nicht antreiben. Ich saß wie eine alte Oma vor der Scheibe und habe mir angeguckt, wie die Bäume wehen und die Menschen daherlaufen. Und ich konnte nichts tun. Ich konnte nicht alleine auf die Toilette gehen, ich konnte nicht alleine Pipi machen gehen, ich konnte nicht alleine duschen, nicht alleine essen, nicht alleine Zähne putzen, ich konnte nichts. Und jeder Mensch, der einmal diese Erfahrung machen will, sollte sich mal einfach von seinem besten Kumpel oder Freund mal einfach die Zähne putzen lassen. Wie unangenehm das eigentlich ist, bis man sich damit abgefunden, dass es halt so ist. Man muss, entweder lässt man sich die Zähne putzen oder sie fallen raus. Ich meine, da hat man immer die Wahl. Ja klar, man hat die Wahl, man hat immer die Wahl im Leben. Aber ich sag mal, in diesem Krankenhaus war ja auch der Vorteil, dass es war wie eine Blase. Ich bin als neuer Mensch aufgewacht, also körperlich neuer Mensch. Und ich hatte ja für jedes Problem, war da eine Krankenschwester, ein Therapeut, wo man hingehen konnte. Es wurde an das Essen klein geschnitten. Man wurde gefüttert und hin und her. Ich war nicht in der Lage, den Löffel zum Mund zu bringen, weil die Kraft einfach nicht da war. Oder ein Butterbrot zu essen, das habe ich mir über die Schulter geschmissen, weil ich einfach den Weg da nicht hingefunden habe zu meinem Mund. Also, dass diese ganzen Koordination, Hand, Mund, egal was, das funktionierte einfach nicht. Da wird man wütend. Nur, ich habe halt gemerkt, je wütender ich wurde, desto schlechter komme ich voran. Je mehr man sich selber innerlich Steine in den Weg legt, dann bleibt man da, man wird frustriert, man hat keinen Spaß mehr. Das habe ich ganz, ganz schnell abgeschüttelt, weil ich einfach gemerkt habe, das bin nicht Nina oder das bin nicht ich. Weil Nina ist eine Kämpferin und Nina kommt mit jeder Lebenssituation klar. Ich habe mit 17 Morbus Crohn bekommen, das ist eine Autoimmunerkrankung des Verdauungstrakts. Das habe ich einfach auch so akzeptiert und lebe da jetzt mittlerweile seit 23 Jahren mit und komme super klar mit der Erkrankung. Und da habe ich auch gemerkt, je wütender ich werde oder desto mehr ich mit dieser Situation hader, desto schlimmer wird's. Wenn man anfängt, positiv in dieser Situation zu denken, auch so schizophren sich das anhört, aber je mehr positive Sachen ich denke, desto mehr positive Sachen ziehe ich auch an. Weil ich handle ja auch ganz anders. Wenn ich motiviert zur Physiotherapie gehe, dann schaffe ich auch mehr, als wie wenn ich sage, ach, ist ja alles so scheiße, es wird ja sowieso nicht besser, ja, dann wird es auch nicht besser. Und so habe ich das einfach nochmal sehr nah an mir gespürt und auch gelernt, dass man einfach seinen Kopf frei kriegen muss und einfach anfangen muss zu handeln. Sonst passiert nichts. Also wenn eine Tür zugeht, geht die nächste Tür auf, ob man laufen kann oder nicht laufen kann. Aber da ist eine Tür und man kann einfach immer weitermachen. Man darf nur eins nicht machen, man darf nicht andere Menschen für seinen Zustand verantwortlich machen. Weil wenn man das macht, du bist schuld, weil, oder das kannst du, ich kann das nicht, da kommt man auch nicht weiter im Leben. Ich sage immer, dass das Allerwichtigste ist, egal in was für einer Situation man jetzt ist, ob es eine Erkrankung ist, ob es eine Behinderung ist oder ob es ein Verlust ist oder ein Trauerfall ist. Man muss erstmal akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Also man kann nicht irgendwelchen Luftschlössern hinterherlaufen. Man muss einfach erstmal sagen, so, das bin ich. Ich bin jetzt Nina Wortmann, die sich nicht mehr bewegen kann. Und wenn man dann mit der Wut, die man fühlt, mit der Trauer, die man fühlt, und das ist in Ordnung, dass man das fühlt. Man sollte solche Gefühle absolut nicht ignorieren. Weil wenn man die ignoriert, dann setzt man sich mit dem auch nicht auseinander. Und deshalb ist es wichtig, das auch zuzulassen,
Aber dann auch irgendwann zu sagen, jetzt ist Cut. Ich war traurig, ich war wütend, ich habe die Welt halt nicht mehr positiv gesehen und dann muss man sagen, so, Schublade auf in, alles rein damit und jetzt wieder anfangen zu leben, indem man sagt, ich versuche die Welt positiv wahrzunehmen, mich über Fortschritte freuen, zu sagen, guck mal, was habe ich bis jetzt geschafft. Und das schafft man halt, wenn man positiv denkt. Glaube ich. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Glaube Berge versetzen kann. Nina, bevor die Glaube Berge versetzt hat, bist du nach Hause gekommen und da war der Haushalt, da war das Kind, da war die Wäsche, da war das Haus und du musstest ja wieder zurück in dieses Leben. Wie hast du das alles arrangiert? Weil deine Hände haben ja nicht so richtig mitgemacht und Haushalt macht man ja mit Händen. Ja, das war am Anfang sehr, sehr schwer. Da habe ich auch sehr viel Unterstützung von Freunden gehabt. Ich konnte gar nichts. Ich bin nach meinem Unfall nach 4,5 Monaten nach Hause gekommen, saß dann in der Küche am Tisch und saß am Tisch und habe nichts machen können, weil was sollte ich machen? Ich konnte gerade meine Arme hochheben. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, Nina, so willst du nicht weiterleben. Du willst nicht irgendwie gar nichts machen. Du musst dich ja irgendwie mit irgendwas involvieren. Und so habe ich mir dann halt angefangen, ein Trockentuch zu nehmen und angefangen habe, kleine Sachen abzutrocknen. Dann habe ich angefangen, Sachen vom Tisch runterzuräumen. Dann habe ich angefangen, kleine Sachen aufzuhängen. Ich bin unter einen Wäscheständer gefahren und habe halt immer angefangen, kleine Sachen aufzuhängen. Und die kleinen Sachen wurden immer größer und meine Arme wurden immer stabiler, bis ich halt immer mehr bewegen konnte. Und so ist das auch. Das ist einfach, man muss einfach anfangen und man muss akzeptieren, dass man halt nicht von jetzt auf gleich alles kann. Ich sitze jetzt schon sehr, sehr lange im Rollstuhl und ich habe mit so kleinen Sachen angefangen und es hat Jahre gedauert, hier hinzukommen. Wirklich Jahre. Und das sage ich auch vielen Menschen, die frisch verletzt sind oder die halt in so einer ähnlichen Situation sind. Ich so, ihr müsst anfangen und ihr müsst einfach akzeptieren und es auch einfach mal verinnerlichen. Ihr tut das für keinen anderen, ihr tut das für euch. Und das verstehen ganz viele nicht, dass man das einfach nur für sich tut und dass, wenn ich Wäsche aufhänge von der ganzen Familie, dass das keine Bestrafung ist, sondern dass das erstens was für die Familie ist und zweitens einfach der größte Nutzen bei mir liegt, weil jede Bewegung, die ich tue, die tut mir ja gut. Das ist eigentlich nicht nur bei dir gut. Es ist so, dass ich jetzt auch gelernt habe, dass während ich sehr viel arbeite und mich erholen möchte zwischendurch, die beste Lösung ist eigentlich in die Küche zu gehen und da eine Schublade sauber zu machen. Es muss nicht jetzt die ganze Küche sein. Weißt du, ich bin so eine, wenn ich anfange etwas zu machen, das arbeite ich mich einfach tot, bis ich umfalle. Und ich denke, na ja, Küche sauber machen heißt es, man muss wirklich, weißt du, so rote Fahne nehmen, Besen, all das, was man braucht, um eine Küche sauber zu machen. Aber einfach nur eine Schublade, ja, und das ist das, was du sagst, klein machen, dann wird es heute eine Schublade, morgen andere Schublade, übermorgen die dritte. Und das ist auch eine körperliche Betätigung, weil irgendwie ist der Gedanke da, wird körperliche Betätigung, das ist gleich 2 Stunden Yoga oder laufen gehen oder ich weiß nicht noch was. Ne? Aber eigentlich, das ist das, was du jetzt uns vormachst. Diese einfache Bewegungen, das ist ja auch das, was man macht. Und übrigens, in der Zeiten der Quarantäne haben wir auch viele bemerkt, dass einfach gehen, auch einfach Autofahren eigentlich, ist es auch ein Sport ist für den Körper, ne? Klar. Und man sieht ja auch zu diesen Zeiten, und ich merke das ja auch selber, ich bin ein sehr aktiver Mensch. Ich spiele Rollstuhl-Rugby, ich gehe regelmäßig auf Konzerte, auf Festivals. Ich bin viel mit Freunden unterwegs. Mit unserer Tochter, die gerade eine Ausbildung zur Schauspielerin macht, sind wir oft in Hamburg.
Und das ist alles beschränkt. Und ich glaube, ich habe da auch einen kleinen Vorteil, weil ich weiß, das ist momentan ein Zeitraum, in dem wir uns befinden. Der wird sich in eine oder in die andere Richtung halt ändern und regeln, aber ich habe da nicht so das Problem mit. Ich denke mir einfach, okay, es ist jetzt so, aber was ich damit sagen wollte, ist, man merkt einfach, wie man geerdet wird auch. Also ich habe ja auch das Glück, ich habe eine große Wohnung, ich habe einen Garten, wohne am Feld, ich fahre Handbike, ich mache viel mehr Sport, mein Mann macht viel mehr Sport. Wir kochen, das haben wir auch schon vorher alles gemacht, aber man macht es intensiver. Und das sieht man ja auch in den sozialen Netzwerken. Viele Menschen fangen an, Brot zu backen oder pflanzen Gemüse auf dem Balkon an, wo ich einfach denke, vielleicht tut das mal ganz, ganz vielen Menschen gut, nicht nur von der Außenwelt, einfach von dem ganzen Konsumverhalten. Ich muss ins Café, ich muss in die Diskothek, in die Kneipe, ich muss unter Leute, das muss man nicht. Man muss auch irgendwann mal einen Punkt oder einen Zeitpunkt im Leben haben, wo man sagt, who am I, wer bin ich überhaupt? Ich lasse mich viel von anderen Sachen manipulieren, ob negativ oder positiv. Das ist ja so, wie wir es halt wahrnehmen. Aber wenn man jetzt zu Hause ist und nichts machen kann, außer entweder ich gucke 24 Stunden Fernsehen oder ich fange an, mal zu gucken, was habe ich überhaupt noch für Interessen oder Hobbys. Haben ja viele Menschen nicht mehr. Und davon her denke ich einfach, es ist eine harte Zeit gewesen. Es sind jetzt 3 Monate, glaube ich. Es wird immer mehr gelockert und ich glaube auch immer mehr Menschen haben jetzt auch gelernt, mal die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, weil ich sage gerade wir Europäer und auch also wir Menschen, die in Deutschland leben, wir sind ja frei, wir dürfen frei unsere Meinung äußern, wir dürfen uns frei bewegen auf der ganzen Welt. Wir haben nirgendwo Zäune oder Mauern, wo gesagt wird, du darfst das Land nicht betreten. Wo ich mir einfach denke, okay, es ist jetzt alles gut, wir machen das Beste raus und fangen vielleicht mal an, füreinander einzustehen und nicht immer nur, mein Nachbar hat das schöne Auto und ich muss jetzt was Besseres haben und hier und da und da. Nein, es kommt einfach mal auf ganz andere Werte an in dieser Zeit. Ja. Und ich glaube, diese Werte sind einfach Nächstenliebe. Ich finde, das ist eines der wichtigsten Sachen, die wir einfach anderen Menschen entgegenbringen müssen und können, ist doch einfach Nächstenliebe. Ich behandle Menschen so, wie ich behandelt werden möchte. Tja, warst du auch vor dem Unfall so und hat dein Lebensweg das verstärkt oder hast du das gelernt und dir eingeeignet oder irgendwann eingesehen und das ist zu deinem Alltag geworden? Vor meinem Unfall war ich vor dem Unfall habe ich mir da groß keine Gedanken, glaube ich, drum gemacht, da ich, wie mich die Welt wahrnimmt oder wie ich mit der Welt umgehe, das war einfach irgendwie so ein Fluss. Weil ich war immer sehr freundlich, ich bin ein sehr selbstbewusster Mensch und ich habe aber nie so über meine Konsequenzen nachgedacht, wie soll ich das ausdrücken? Nein, also ich sag's mal anders. Ohne diesen Unfall wäre ich nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Und ich glaube, der Unfall war ein sehr einschneidendes Erlebnis, wo ich auch sage, ich bin einmal durch die Hölle gegangen und zurück. Für mich ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass Menschen zu mir ehrlich sind, weil ich bin auch ehrlich zu den Menschen. Ich möchte, dass man freundlich und mit respektvoll mit mir umgeht, weil ich gehe auch respektvoll mit den Menschen um, die mir gegenüberstehen. Und das müssen viele Menschen auch noch lernen. Ich sage immer, der Otto-Normalverbraucher oder der Mensch, der in die Norm passt, dem ist das oft vielleicht auch gar nicht bewusst, dass sie Menschen anders angucken oder wahrnehmen, wenn sie eine Behinderung haben oder wenn sie viel wiegen oder wenn sie alt sind oder klein sind. Viele Kinder werden auch nicht respektvoll behandelt, weil sie einfach mundtot gemacht werden, ja, du bist ja noch klein. Aber die haben auch ihre Meinung und auch ein Recht, ihre Meinung zu äußern, so wie jeder Mensch sein Recht hat, eine Meinung zu äußern. Und davon her sage ich einfach, es ist so wichtig,
ja, wie soll man sagen, es ist so wichtig, nicht mit so viel Hass und Neid zu leben. Und das Neid frisst ja auch auf. Und viele von uns spüren ja auch Neid. Auch Menschen mit Behinderung sind neidisch auf andere Menschen mit Behinderung, die halt sich besser bewegen können oder die halt sportlich viel Erfolg haben oder die halt tolle Rollstühle besitzen. Mir ist das auch schon passiert, dass ich diskriminiert wurde im Rollstuhl, ist vielleicht falsch gesagt, aber dann wurde ich als arrogantes Behinderli hingestellt, weil ich im Rollstuhl model, weil ich sage, ich fühle mich wohl, ich fühle mich hübsch, ich fühle mich als vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft. Und das können vielleicht andere Leute, die mit einer Behinderung geboren sind, gar nicht so nachvollziehen. Die sagen dann, ja, du bist ja optisch total schön, du kannst das ja sagen, du hast ja keine Deformitäten und hin und her. Wo ich mir einfach denke, Leute, werdet doch mal wach. Wir stehen doch alle für uns, für das Menschsein ein, also für das, dass wir halt als vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft gesehen werden und nicht immer auf irgendwas reduziert werden. Aber man wird ja auch untereinander in den Klassen reduziert. Das ist ja nicht nur, dass jetzt der Fußgänger mich auf meine Behinderung reduziert, nein, auch Menschen mit Behinderung reduzieren andere Menschen mit Behinderung. Das ist menschlich. Und ich finde dann, man muss das lernen und akzeptieren und man muss sich da auch mit abfinden, dass einige Menschen halt so fühlen und so handeln, aber man darf sich das nicht zu Herzen gehen lassen. Man muss halt sagen, so möchte ich nicht behandelt werden und gehe mit mir respektvoll um. Ansonsten brauchen wir hier auch gar nicht weitermachen und diese Menschen sind es in meinen Augen dann auch nicht wert, sich weiter damit im Kopf auseinanderzusetzen, weil dann wird es einen nur auffressen. Interessant ist es auch, wenn man zu dir sagt, du seist so schön, du fährst einen guten Rollstuhl, ohne weiter zu denken, weil du warst ja auch schön auf zwei Beinen. Ja, also das ist ja auch ein kleines Unterschied, ne? So und so gesehen kann man sagen, na ja, ich sitze jetzt im Rollstuhl und ihr läuft auf den zwei Beinen, ihr seid so schön, ne? Es ist genau das Gleiche. Muss man das tun oder nicht? Und wenn man das einfach mal abgeschüttelt hat und einfach, ich sage immer, man muss doch einfach nur diesen Mensch sehen. Ich kann Menschen nicht reduzieren auf ihre Religion, auf ihre Rasse, also Hautfarbe. Und wenn ich mich jemanden oder gegenüber jemanden falsch ausgedrückt habe, wenn ein dunkelhäutiger Mensch vor mir steht und ich sage, ey, irgendwas mit, weiß ich nicht, der Schwarze und es passt ihm nicht, dann kann er mir das ja freundlich sagen und ich werde es ihm gegenüber auf keinen Fall mehr das Wort in den Mund nehmen oder auch anderen gegenüber, weil ich vielleicht bis dato gar nicht wusste, dass es ihn diskriminiert. Und das ist auch so, das ist auch das, was ich sage zum Thema Inklusion. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema, aber es gibt so viele Menschen, gerade jetzt sage ich auch mal im Rollstuhl, die unterschiedlichsten Behinderungen haben, vermutlich von MS bis ALS, hohe Querschnittslähmung, tiefe Querschnittslähmung. Jeder braucht andere Hilfestellung oder hat andere Ansprüche. Und der Mensch, der Otto-Normalverbraucher, der Fußgänger, der vor mir steht, der weiß ja gar nicht, wie er mit mir umgehen soll. Und deshalb sage ich, es ist immer ganz wichtig, dass jeder, der anders ist, auf den, der vor einem steht, auf ihn auch hinzugeht und sagt, du, so möchte ich behandelt werden. Das finde ich nicht gut, wie du mit mir umgehst, oder die und die Hilfestellung bräuchte ich, aber nicht dieses, ach, das kann ich alles alleine, so dieses, weiß ich nicht, ich kann die Tür alleine aufmachen. Dann sag doch einfach fröhlich oder sag danke, dass Sie mir die Tür aufgehalten haben, aber die nächste Tür brauchen Sie mir nicht aufhalten, die kann ich alleine öffnen. Geht doch, oder? Und weißt du, an dieser Stelle hätte ich auch eine Frage zu dem Zusammensein, weil es geht ja um eine sehr intensive menschliche Beziehung. Wir alle haben jetzt erlebt in der Zeit von Lockdown, dass wir nicht aus dem Haus dürfen, dass wir plötzlich mit der eigenen Familie umgehen sollen, wo wir früher morgen um 9 aus dem Hause waren und um 6 wieder zu Hause und nur in den letzten halben Stunde das Kind zu Bett gebracht haben und sich miteinander überhaupt nicht so richtig auseinandergesetzt.
das ist vielen so ergangen. Und wie ist es bei dir gewesen, wo du plötzlich auf deine Mitmenschen, aber auch auf fremde Menschen angewiesen worden bist? Was musstest du innen drin in dir selbst ändern, um mit dieser Situation klarzukommen? Also ganz am Anfang war das eigentlich sehr schwer für mich, weil also vor meinem Unfall, ich war ein selbstständiger Mensch. Ich hatte zwar die Erkrankung Morbus Crohn, aber ich war auf keine Hilfe angewiesen. Also mir musste keiner beim Ankleiden oder bei irgendwelchen anderen Sachen helfen. Und ich bin ja nach dem Unfall auf 100% Hilfe angewiesen. Und dazu sage ich jetzt mal, so nach jetzt 2020 bin ich auch noch zu 80% Hilfe angewiesen. Ich kann zwar selber Essen kochen, ich kann meine Wäsche aufhängen, ich kann aufräumen, ich kann mir ein Oberteil anziehen, mir selber die Zähne putzen, aber trotzdem brauche ich ganz, ganz viel Hilfestellung. Und damit kann man auch nur gut umgehen, wenn man lernt, es zu akzeptieren, weil es funktioniert alleine nicht. Und es hat auch alleine nicht funktioniert. Und egal, was ich gemacht habe, es ging ja nicht. Also habe ich einfach ganz schnell in meinem Kopf gesagt, so Nina, das ist jetzt der Ist-Zustand und mit diesem Ist-Zustand musst du lernen zu leben. Ja, und wo ich das dann akzeptiert habe, ging es auch viel schneller, dass ich viel mehr dazugelernt habe, weil ich einfach auch viel offener für was anderes war. Ich habe halt gemerkt, oh, du kannst die Zahnbürste doch alleine in die Hand nehmen und fängst halt an, nur deine Schneidezähne vorne zu putzen. Oder du fängst an, alleine zu essen oder alleine sich mit einer Wimperntusche die Augen zu schminken. Wie oft ich dem mir ins Auge reingerammt habe, aber es hat funktioniert. Das hat nur funktioniert, weil ich es akzeptiert habe, dass ich Hilfe brauche und ohne Hilfe nicht klarkomme und mich auch für diese Hilfe nicht schäme, weil man braucht sich für Hilfe nicht schämen und man braucht sich auch nicht dafür schämen, wenn man um Hilfe fragt, weil es ist ganz viel Stärke, sowas zuzulassen und auch um Hilfe zu fragen. Und wenn wir dabei sind, was war eine Hilfe für dich außer deiner Tochter, außer deiner Familie, Freunden? Gab es Bücher oder Filme, die du besonders, die dir an einem, gab es Bücher oder Filme, die dir geholfen haben? Also ich habe schon vor dem Unfall ein sehr bemerkenswertes Buch gelesen. Das war noch zu Schulzeiten und das heißt Schmetterlinge und Taucherglocke. Da ist ein Journalist halt an einem Lock-in-Syndrom aufgrund eines Schlaganfalls ist er erkrankt und konnte ab da nur noch seine Augen bewegen. Also der war völlig geistig fit und lag dann im Bett und konnte nur noch. Und mit diesem Zwinkern hat er ein Buch geschrieben. Und ich glaube, das wurde auch sogar verfilmt. Und ich glaube, dieses Buch, das lege ich vielen Menschen mal ans Herz, weil die Welt aus der Perspektive wahrzunehmen, ist schon sehr irre. Die Gerüche werden anders, das Grün wird anders. Und das habe ich selber auch gemerkt. Ich bin körperlich so eingeschränkt, aber ich habe gemerkt, dass meine Sinne viel stärker werden. Weil man ja auf viel mehr Hilfe angewiesen ist, achtet man eher drauf, wo wird was hingelegt, oder was riecht hier komisch, weil man kann ja nicht mal alleine aus dem Haus, wenn es brennen würde. Und es gibt halt auch noch viele andere interessante Filme. Zum Beispiel einer zum Lachen ist, weil wo auch viele sagen würden, oh nee, finde ich auch ist Wo es Fred. Weil einfach auch mal Menschen mit vielen verschiedenen Behinderungen gezeigt werden, die halt auch Spaß am Leben haben. Und man merkt es halt auch in der ganzen Kino- und Medienwelt, dass immer mehr Menschen in der Werbung mit Behinderung zu sehen sind. Und in Kinofilmen, zum Beispiel bei Avatar, ist der Hauptdarsteller ein Rollstuhlfahrer, wo ich einfach glaube, das kommt immer mehr. Aber ich würde mich einfach noch mehr freuen, wenn das so klappen könnte, wie zum Beispiel bei Herrn Samuel Koch, dass er als Mensch mit Behinderung Rollen für behinderte Menschen im Fernsehen bekommt, weil wir brauchen keine Fußgänger oder Menschen, die keine Erkrankung haben, die müssen nicht einen Autist spielen, die müssen keinen Menschen mit Behinderung spielen. Das können behinderte Menschen sehr gut auch und da haben wir ja genug Vorbilder. Ja, und du bist ja ein Model
im Fashion-Business. Und ich habe auch meine letzten 10 Jahre in diesem Metier zugebracht, gerade mit dem Thema adaptive, modische und schöne Bekleidung. Und da wollte ich dich fragen, wie siehst du dieses Modegeschäft und dein Auftauchen auf dem Podium und vor der Kamera? Was hat das für einen Effekt für dein persönliches Leben? Und was denkst du, was diese ganze Bewegung für Inklusion, die jetzt gerade in der Modeindustrie in den letzten 5 bis 7 Jahren passiert, was bringt sie jetzt den Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung? Gerade Fashion im Bereich rund um Behinderung, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist ja nicht nur wichtig zu sehen, dass ein Rollstuhlfahrer eine Hose braucht, die hinten höher ist. Das braucht nicht nur ein Rollstuhlfahrer, auch Menschen, die älter sind, die sich schlecht bewegen können, die viel sitzen, brauchen das Gleiche. Und unsere Gesellschaft, die wird immer älter. Wir haben immer mehr Menschen mit körperlichen Einschränkungen und es braucht ja auch nur das Rheuma sein oder die Arthrose oder was anderes, wo man nicht mehr sich richtig bewegen kann. Dann braucht man vielleicht ein Oberteil, wo man den Reißverschluss besser aufmachen kann, wo das nicht so verzwickt ist mit so kleinen Knöpfen. Und deshalb ist das Thema Mode rund um Behinderung eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil viele, viele Menschen davon profitieren werden, die eigentlich gar nicht in diesem Bereich gehören, weil sie sind ja vielleicht ja nur alt und haben irgendwelche Einschränkungen, irgendwelche Wehwehchen. Aber diese Leute profitieren absolut von der Mode. Und wie war das für dich, auf dem Podium zu sein? Was war das für ein neues Gefühl, so für deinen Körper und für deine Seele, nach dem ersten Mal auf dem Podium? Ganz kurz, ich habe 2003 den Unfall gehabt. Ich habe 2004 beim ersten Model Contest für Frauen im Rollstuhl teilgenommen und habe dann Anfang 2005 mein erstes großes Fotoshooting gehabt und habe eigentlich gedacht, was mache ich hier? Was tue ich hier überhaupt? Weil als Fußgängerin habe ich mich nie fotografieren lassen, weil ich immer dachte, meine Nase ist zu groß. Ich fand jedes Bild hässlich. Bis ich gelernt habe, es ist völliger Bullshit. Man sieht sich so schön, wie man sich fühlt. Und jeder Mensch ist schön. Und wo ich dann das erste Mal so ein offizielles Shooting hatte oder auch auf der Fashion Week war oder auch letztes Jahr bei den Diversity Fashion Days in Hamburg, das ist wie plötzlich Prinzessin. Ich fühle mich selber wie eine Prinzessin, weil ich werde geschminkt, ich werde schick angezogen. Aber andersrum denke ich mir auch, Nina, ich klopfe mir jetzt selber auf die Schulter, weil ich hoffe, und auch die Resultate habe ich auch ein paar Mal schon bekommen, dass ich ganz vielen Menschen Mut damit mache. Die mich anschreiben und sagen, ey cool, wo kann ich mich denn bewerben? Oder gibt es Agenturen und hin und her? Den antworte ich auch und verweise auf Agenturen oder sage, ja, präsentiere dich im Internet. Wir haben so viele Plattformen, Instagram, YouTube, Facebook, wo man überall sagen kann, ich setze mich in Szene und ich schaue mal, was daraus kommt. Und wenn ich einfach auch nur mit Kleinigkeiten anfange, Leuten, ja, einfach das Leben wieder schön zu machen, indem man sagt, ey, guck dir mal das coole Oberteil an, könnt ihr stehen. Du musst nicht wie ein graues Mäuschen rumlaufen. Ich glaube, das ist in der Tat sehr wichtig. So wie wir angezogen sind, so fühlen wir uns auch. Und das haben jetzt sehr viele auch in der Corona-Zeit verstanden, wo sie ja zu Hause mit schlapprigen Kleidern bewegt haben und irgendwann, ich habe viele Freundinnen, die irgendwann angefangen haben, Sachen im Internet zu bestellen und sich mehrmals am Tag umzuziehen, einfach um wirklich die Situation neu zu gestalten, sich selbst neu zu gestalten. Und ich habe auch irgendwann angefangen, also gut, ich kann ja zu diesen Gesprächen und zu jedem Gespräch, was ich sonst habe über Zoom, ziehe ich mich an, ich schminke mich und ich ziehe mir auch richtige Hose und sogar schöne Schuhe an, so damit ich das Gefühl habe,
das macht auch was aus, vor allem in den Situationen, wo ich nicht so richtig vorbereitet bin oder vielleicht, wo ich nicht so mich nicht wohl fühle und das Gespräch muss stattfinden. Da ist gerade so dieses sich ausstaffieren ganz wichtig, weil Kleider machen Leute. Das ist so, ja? Ganz wichtig ist es auch, ich sage immer, wenn man, klar, man kann auch mal 5, 6 Wochen rumgammeln, aber man muss diesen Trott unterbrechen. Und was ich auch meiner Tochter oft gesagt habe, ist, wenn man gerade auch Vorträge halten muss, da bin ich tierisch nervös, sobald eine Kamera angeht, ich fange wirklich an zu stottern. Ich habe halt auch oft als Kind gestottert. Aber die andere Sache ist, mach dir Wimperntusche drauf, mach dich mal ein bisschen schick, weil das ist eine Art Maske, das ist eine Art Schild auch. Wenn ich mich doch selber schön finde und sage, boah, heute siehst du gut aus, ne, das passt alles so gut zusammen, dann ist man tritt ja auch schon ganz anders auf, man ist ja auch viel selbstbewusster, als ne, wenn man gerade morgens aufsteht und dann in den Spiegel guckt. Und das hilft einem auch, wenn man dann halt Projekte hat oder ne, irgendwelche Vorträge hält. Ist das so, da kann man sich auch so ein klein wenig hinter verstecken. Hinter der Maske. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber wenn ich mich schminke und mich richtig fertig mache, dann bin ich zwar auch Nina, aber nicht die Nina, die dann halt zu Hause ne, mit ihren Schlörklamotten rumläuft. Dann bin ich zwar auch Nina, aber nicht die Nina, die vor 100 Leuten oder vor 500 Leuten steht und irgendwie ja, irgendwelche Diskussionsrunden leitet, weil das würde ich ja nie mit meinem Schlafanzug machen. Nun ja, und gerade deswegen finde ich, dass die richtige Bekleidung für Menschen, die wie dich, ja, das ist deswegen so wichtig, weil da kann man viel einfacher ins Vorstellungsgespräch gehen oder in einem Unternehmen arbeiten, weil ich weiß, dass es gibt Forschung, die sagt, dass viele Leute, die Behinderung haben, nicht mal zum Vorstellungsgespräch gehen, weil sie nicht die richtige Kleidung haben, indem sie für das Unternehmen, für Businessleben, das ist ja ein anderes Spiel sozusagen, ja, dass sie keine Kostüme für dieses Spiel haben. Und da vergeht denen auch sehr viel Chancen eigentlich. Absolut. Da habe ich mich auch schon mit Modedesignern drüber unterhalten, die sagen, ja, das ist alles schön und gut. Aber ja, nee, das ist ja ein Bereich, da ist kein Absatzmarkt und bla bla bla. Da denke ich mir einfach, das ist doch völliger Quatsch. Ich fahre fürs Tätowieren bis ins Allgäu. Es gibt Leute, die fahren bis nach Berlin und lassen sich ausmessen. Also es gibt das Klientel, die wirklich auch hochwertige, qualitative Kleidung möchten und auch benötigen. Und die brauchen da auch einen Zugang zu. Aber andersrum ist es auch, jeder junge Mann oder junges Mädchen mit einer körperlichen Behinderung oder auch gerade Rollstuhlfahrer möchte ja auch schick in der Diskothek sein oder zur Schule gehen und sich einfach auch wohlfühlen und nicht denken, oh, ich sitze jetzt 8 Stunden in einer Hose, die zwar cool aussieht, aber das, was eine Hüfthose ist, wo ich halb auf der Naht sitze oder auf dem Bund und bekomme vielleicht noch Druckstellen von den Taschen am Hintern. Und deshalb Kleidung, gerade Kleidung für Menschen, muss funktionell sein, sie muss gut durchdacht sein, aber sie muss auch schick sein oder cool sein oder halt auch die Möglichkeit zu haben, boah, ich kann heute Abend halt in die Oper gehen. Ich habe mir schon so oft Sachen umschneidern lassen, damit ich da halt besser drin sitze oder mich wohlfühle. Und ich muss dir sagen, das muss überhaupt nicht teurer sein, weil wenn jetzt Produzenten, weißt du, wenn Max Mara was macht, was funktioneller ist als sonst, und wenn H&M etwas macht, was funktioneller ist als sonst, ja, dann gibt es die ganze Palette in verschiedenen Preiskategorien und alle sind bedient. Und wir haben ja auch beide gelernt in unserer Arbeit, wenn man solche Kleider macht, bedient man viel größeren Markt. Es gibt nur extreme Fälle, die extrem zugeschnittene Sachen bekommen sollen. Aber es gibt da sehr viel Standardisierung und das ist keine, keine Wissenschaft so groß. Ja, oder einfach auch, ich sage immer, ich kenne mich halt in der Produktion der Modekette nicht so aus, aber was ich halt wichtig finde, ist,
Wenn man zum Beispiel sagt, ich designe eine Hose, die sehr funktionell ist für Menschen mit Behinderung, und da es ja sehr viele verschiedene Behinderungen gibt, wo man denkt, ja, die Hose muss so oder so sein, ist es ja auch alleine nur vielleicht der Clou zu sagen, damit man die Hose umschneidern kann, kleiner machen geht immer. Aber zum Beispiel den Bund ein bisschen höher machen ist meistens sehr schlecht. Aber da kann man ja einfach pfiffig sein und sagen, als Designer oder als Unternehmen, ich lasse da jetzt immer noch 5 bis 10 Zentimeter Stoff einnähen, die man ausklappen kann. Wo der Mensch, die halt die Behinderung hat, so, boah, die Hose sieht jetzt richtig cool aus. Und das ist ja cool, dass das Unternehmen mir die Möglichkeit gibt, mir diesen Bund hinten höher zu machen, indem ich einfach sage, ich trenne die Naht auf, lasse es oben einmal umnähen und fertig. Und solche Sachen muss es einfach mehr geben. Viel, viel mehr. Ach, ich glaube, die Zukunft liegt vor uns und wir werden das alles erleben. Und ich arbeite ja auch daran. Ich habe ja 10 Jahre lang das Projekt Bez Granic Couture, also Mode ohne Grenzen in Russland gemacht. Und da sind sehr viele Projekte und Unternehmungen in Russland rausgekommen, die dieses Thema aufgegriffen haben. Und weltweit ist es ja jetzt so, dass an jeder Uni, an jeder Mode-Uni, wo Modedesign unterrichtet wird dieses Thema momentan besprochen. Das heißt, dass die neuen Fachkräfte, dass die Studierenden, die in der Zukunft arbeiten werden bei den Unternehmen, dieses Wissen schon haben und können die richtigen Produkte machen. Aber da, wo wir jetzt bei Produkten sind und bei den technischen Leistungen, also bei den technischen Gerätschaften, die einem das Leben erleichtern. Also für mich ist es zum Beispiel ein Handy. Auch für meine 80-jährige Mutter ist es ein Handy, mit dem sie jetzt auf der Datscha sitzt und surft und Bilder und alles mit der ganzen Welt und mit mir sprechen kann. Und was ist es bei dir? Was gibt es in deinem Haushalt, in deinem Alltag für technische Hilfsmittel, die dein Leben erleichtern? Also ganz ehrlich, ich versuche so wenig wie möglich irgendwelche Hilfsmittel zu nutzen. Dadurch, dass ich meine Finger nicht bewegen kann, ist für mich das wichtigste Hilfsmittel meine Tipphilfen. Die habe ich selber konstruiert mit dem Ergotherapeuten. Ich nehme die nochmal ab. Die setze ich mir einfach über das Fingergelenk am Zeigefinger, links und auch rechts. Ein bisschen Hilfe. So, dann drücke ich ein bisschen. Und so habe ich meine beiden Zeigefinger halt geschient und bin absolut in der Lage, schnell mit 2-Finger-Suchsystem, ich bin immer schneller geworden über die Jahre, halt Artikeltexte oder irgendwas halt aufzuschreiben. Das ist einer der wichtigsten Hilfsmittel, die ich habe. Weil so mit einem Finger, das geht gar nicht, weil der halt auch nicht die Kraft hat, die Tasten länger oder über einen längeren Zeitraum zu drücken. Also das ist mein wichtiges Hilfsmittel. Ansonsten habe ich halt, klar, ich hab ein ganz normales Ehebett, aber auf meiner Seite ist eine Betthälfte, die ich hochfahren kann, damit ich halt leichter in den Rollstuhl kann, wo ich die Lehne hochfahren kann. Und halt noch einen Rollstuhl, wo ich in der Lage bin, mich halt mit hinzustellen. Und mit diesem Und ein Handbike, was elektrisch unterstützt ist. Aha. Und mit dem Rollstuhl, wo du hochgehen kannst, du kannst damit auch fahren? Nee, wenn der hoch ist, es gibt solche Produkte, damit man fahren kann, aber bei dem nicht. Das brauche ich auch nicht, weil ich arbeite ja auch nicht als Friseuse oder in irgendwelchen Bereichen am Empfang, wo ich mich halt stehend präsentieren müsste. Verstehe. Nina, an dieser Stelle möchte ich unser wunderbares Gespräch kurz unterbrechen und mich an die Zuschauerinnen und Zuschauer wenden. Es ist nämlich so, dass in unserem Projekt Preise zu gewinnen gibt. Und zwar 1 Stunde Coaching mit Frau Wortmann, ganz exklusiv. Was ihr dafür machen müsst, ist eine ganz einfache Aufgabe, die aber sehr viel bewirken wird bei Ihnen in Ihrem Leben. Stellt euch einfach vor, in eurem Umkreis von Menschen, die ihr wirklich kennt,
Menschen mit Behinderung. Man sagt ja, dass in jeder vierten Familie weltweit jemand mit Behinderung gibt. Und vergegenwärtigt euch diese Menschen, die ihr persönlich kennt, und überlegt euch, ob diese Menschen Arbeit haben und ob diese Arbeit eine ist, die ihren Ausbildung, Qualifikation und Fähigkeiten entspricht. Oder sollte es eine andere gewesen sein? Genauso bei den Menschen, die jetzt keine Arbeit haben, aber früher auch gearbeitet haben als Ingenieuren, als Friseuren, als Kindergärten, als Lehrer und einfach visualisieren und sich vorstellen, in welchem Unternehmen, in welcher Position, mit welcher Aufgabe diese Menschen arbeiten können. Und er schreibt das hier unten in der Besprechung zu diesem Video und dann wird Nina die interessantesten Geschichten aussuchen und jemand kommt in den Genuss, mit Nina zu sprechen. Oder zwei, vielleicht gibt es ja ganz viele interessante Sachen. Ja, also man lernt ja nur dazu. Ja, Nina ist ja für wohltätige Zwecke zu haben und sie hilft sicherlich Ihnen das eine oder das andere Problem oder Challenge, was ihr in Ihrem Leben gerade habt, ob das jetzt Verlust eines Businesses oder Arbeit oder eines geliebten Menschen. Sie wird sicherlich das eine oder andere sagen können, was etwas weiterhilft. Es geht dabei es geht nicht um ein professionelles Coaching oder Mentoring. Das ist jetzt ein menschliches Gespräch, was wir so vermisst haben. Das stimmt. Da sind die Berührungsängste auch nicht so groß, weil man sagt ja immer, klar, ich sage immer, professionelle Hilfe ist sehr wichtig und das muss man auch machen, wenn man Probleme hat. Aber einfach mal in diesen Austausch zu kommen, zu sagen, ey, wie funktioniert denn das und das in deinem Leben? Das hast du ja so und so noch gar nicht angesprochen, das wird mich interessieren. Oder was viele Menschen halt haben, was ich auch immer sage, die fühlen sich nicht vollwertig. Jeder von uns ist ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft. Jede Hausfrau, jeder alte Mensch, jedes Kind. Wir sind alle in einem System und wenn da Sachen von wegbrechen, dann bricht das System ein. Nina, was würdest du Menschen, die in den heutigen Krisensituationen stecken, empfehlen? Ich habe schon verstanden, dass die Familie und Freundenkreis eine sehr wichtige Stütze sind. Was gibt es da noch an Hilfsmittel für das Leben in solchen Situationen wie deine oder wie unsere jetzt? Also was ich immer ganz, ganz wichtig finde ist, ich habe einsehen mit 20 ganz früh dran gedacht, weil ich bin Mama geworden, oh, ich muss mich absichern. Was ist, wenn mir ein Unfall passiert? Was ist, wenn ich berufsunfähig werde? Was? Ich habe mich da halt beraten lassen und für mich einfach entschlossen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Unfallversicherung zu machen, falls was passiert, weil ich bin eine Mama und habe eine Verantwortung für ein Kind. Und in erster Linie hat man immer Verantwortung gegenüber sich selber. Es war sehr schockierend. Nach meinem Unfall habe ich halt mit der Schule, wo ich die Ausbildung zur Ergotherapeutin gemacht habe, zusammengearbeitet und bin dann halt zu den Schülern als Vorführobjekt. Hier könnt ihr mich mal bewegen und wir quatschen mal. Da bin ich in die Klasse rein, 30 Mann sitzen da, unterschiedlichen Altersklassen. Und das Erste, was ich dann immer anspreche, ist, wer von euch macht Party? Alle Hände hoch. Wer von euch raucht oder auch Gelegenheit? Ganz viele Hände hoch. Wer gibt hierfür Geld aus? Wer gibt dafür Geld aus? Immer die Hände hoch. Und dann habe ich gefragt, wer von euch hat eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder wer von euch hat eine Unfallversicherung? Eine Hand ging hoch. Und dann habe ich den Leuten auch ganz nah oder den jungen Studenten auch gesagt, Leute, überlegt doch mal, ihr seid Physiotherapeuten und ihr verliert eine Hand oder was auch immer oder erleidet einen Unfall. Ihr habt nichts. Ihr habt vielleicht Glück, dass ihr staatliche Rente bekommt, wenn ihr eure 64 Monate gearbeitet habt. Aber sonst nichts. Wenn ihr Pech habt, fallt ihr in die Grundsicherung. Also warum nicht ein paar Euros im Monat investieren und sich halt noch halt eine Versicherung, also einen Rückhalt schaffen fürs Leben. Es ist ja schön, wenn man es nicht braucht, aber wenn man es braucht, ich bin das beste Beispiel, bin ich froh, das zu haben, weil
Freunde, Familie ist alles schön, aber wenn man finanziell nicht abgesichert ist, dann ist das sehr drastisch. Nina, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich habe jetzt die letzte Frage. Es gab vor 17 Jahren zwei andere junge Frauen, die Ninas hießen. Die eine Woche vor dem Unfall und die eine kurz darauf. Und meine Frage ist, was würdest du, die Nina von heute, diesen zwei jungen Frauen sagen? Wie würdest du sie unterstützen? Macht genau so weiter, wie ihr es gemacht habt. Also mein Mann sagt immer, oder mein Mann wird oft gefragt, ja, ist das nicht alles so viel, deine Frau ist behindert und du hast sie jetzt auch geheiratet, er kennt mich als Fußgängerin, wir wollten ja heiraten, da war ich halt noch Fußgängerin und ja, ne, das bla 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 und dann sagt er, warum soll ich sie denn nicht geheiratet haben? Ich liebe ja den Menschen, ich liebe ja Nina und Nina hat sich nie verändert, also ich bin immer ich geblieben. Klar mit verschiedenen Höhepunkten im Leben, aber die Nina vor dem Unfall und die Nina nach dem Unfall ist die gleiche Nina. Und jetzt bin ich die Nina mit mehr Lebenserfahrung und die hoffe ich und gebe ich immer weiter an meine Tochter. Liebe Nina, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich möchte jetzt ein paar Sachen sagen, was ich mitgenommen habe für mich persönlich aus dem, was du erzählt hast. Also, man muss für sich die Geschwindigkeit herausfinden, wie es weitergeht, mit ganz kleinen Schritten vorangehen. Und immer wieder, immer weiter wird den Ausmaß dessen, was du machst. Man muss sich nicht jetzt gleich die großen Ziele setzen, weil genau, glaube ich, diese großen Ziele, die uns durch Facebook oder uns durch diese Medien gesetzt wird oder durch dieses Leistungsdruck, das macht uns fertig, weil wir da dieses große Bild sehen und uns dann noch nicht vorfinden oder nicht eigentlich, das ist nicht unser Bild. Zweitens, man muss sich nicht schämen, Hilfe zu holen. Hilfe zu holen bedeutet nicht Schwäche, sondern Stärke. Drittens, Unfallversicherung und Freunde und Familien, die sind so die Anker. Und es ist wichtig, sich Bücher und Filme über Menschen mit Behinderung zu sehen, aber auch solche Interviews, die wir jetzt machen, sich anzuschauen, einfach weil man dadurch mehr vorbereiteter wird auf das, was vielleicht kommen kann. Aber auch dadurch wird das eigene Leid relativiert. In dem Moment, wo du plötzlich weißt, dass da Menschen gibt, denen es auch nicht so gut ergangen ist, aber sie haben das mit viel kleinen Schritten und Rückschlägen trotzdem gemacht. So. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man mal einen Rückschritt macht oder 2 Rückschritte macht. Solange ich ein- und ausatme, werde ich immer wieder nach vorne gehen. Und das ist halt auch das Wichtige. Und ich sage auch jedem, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, gerade wir Europäer und Amerikaner und Russen und alle Menschen auf dieser Welt, die nicht gerade in einem dritten Weltland leben, wir haben alle Möglichkeiten, uns zu bilden, uns fortzubilden und einfach voneinander zu lernen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch machen. Und uns einfach auch bewusst werden, dass es uns verdammt gut geht. Auch in meiner Situation, in jeder Situation. Auch wenn jetzt jemand sagt, der Hartz IV bekommt und in meiner Situation ist ja, dir geht's besser. Ja, mir geht es besser. Definitiv geht's mir besser als manch anderem Rollstuhlfahrer. Ich kann das persönlich nicht ändern. Das können nur die ändern, indem sie sagen, okay, dann vielleicht, wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich mehr in die Öffentlichkeit und versuche mich halt geistig anders weiter zu bewegen. Aber nur in diesem Frust zu leben, ist Quatsch, weil dann sollte jeder mal die Augen aufmachen und die Nachrichten angucken und gucken, wie es in vielen Regionen Afrikas oder auch in Asien abgeht.
Wir haben alles. Wenn wir Zahnschmerzen haben, gehen wir zum Zahnarzt oder ohne uns Gedanken darüber zu machen, ob die Versicherung es bezahlt oder nicht. Und gerade da finde ich ganz wichtig, dass in unserem Projekt Gäste wie du aus Russland, aus Kasachstan, aus Amerika, aus Deutschland, aus Israel und vielleicht auch aus Südkorea kommen, weil die Quarantäne und dieses Virus hat wieder die Grenzen auferstehen lassen. Und wir wollen zeigen, dass wir alle trotzdem zusammen sind. Und was ganz wichtig ist, Behinderung ist so ein Medium ist es eigentlich, ja, das ist so ein Phänomen, das die Grenzen nicht kennt. Also es kennt keine politischen Grenzen, keine Altersgrenzen, keine Geschlechtsgrenzen, keine soziale Grenzen, auch ob jemand wohlhabend oder nicht ist, einer Behinderung ist es egal. Und Genau. deswegen ist unser Projekt gerade so inklusiv, wie es ist. Und damit möchte ich den heutigen Gespräch abschließen. Nina, vielen herzlichen Dank, dass du mit uns gewesen bist. Das war Janina Orussova und das Projekt Ein Mond lang in deinen Mokassins. Schaut bei uns mittwochs rein, schaut in euch hinein und schaut zuversichtlich in die Zukunft. Wiedersehen.